Ich bin wieder in Dänemark. Heute möchte ich den Alssundstien laufen. Das ist quasi die letzte Etappe der Alsrunde. Das heißt, wenn man von Sonderburg aus erst den Gendarmstien, dann den Aalstien und dann als letztes auf dem Festland den Alssundstien läuft, kommt man wieder in Sonderburg an und kann damit einen schönen Rundwanderweg laufen. Mir fehlte jetzt noch der Alssundstien. Das heißt, ich bin gerade eben mit dem Fahrrad aus Sonderburg zur Fähre, zum Fähranleger gefahren und werde jetzt zurück nach Sonderburg laufen auf dem Alssundstien. Die Insel dort drüben ist Aals. Etwas versteckt, aber nahe am Fährhafen. Geht man eine kleine Treppe hinauf und gelangt an einen niedlichen kleinen Leuchtturm. Dadurch, dass es eben nur ein Leuchtturm für die Förde ist, muss er nicht sehr groß sein und er steht eben auf dieser kleinen Hangkante. An der Fähre verlief der Alssundstien ein ganz kleines Stück entlang einer Straße, verlässt diese aber jetzt und es geht direkt an der Küste weiter. Auf kleinen Pfaden. Immer wieder schön. Der Blick aufs Wasser. Ich habe es doch ein wenig vermisst. Es ist ja nicht lange her, aber doch immer wieder was Besonderes. Also wenn ich es richtig verstanden habe, geht der Wanderweg hier unten im Wasser weiter. Ich werde jetzt mal versuchen, ob ich oberhalb der Steilkante weiterkomme oder ob ich einen kleinen Umweg laufen muss. Vielleicht steht die Ostsee und damit auch der Sund etwas hoch und deswegen ist der Weg nicht wanderbar. Wobei es jetzt hier auch nicht so ausschaut, als ob viel läuft. Hier ist auch so eine kleine, marode Treppe. Mal sehen, dass ich den Hang wieder hochkomme. Mal schauen, wo es weitergeht. Da auf jeden Fall nicht. Erst einmal habe ich einen Weg oberhalb der Steilkante gefunden. Ich musste dafür aber erst einmal etwas über den Acker laufen. Aber unten ist definitiv momentan nichts mit Laufen.
Ich muss zu Hause mal gucken, wie die Wasserstände sind, ob die wirklich so hoch sind oder ob das schnell ein Problem ist. Ich laufe jetzt weiter am Ackerrand. Mal schauen. So, das Wasser steht so hoch, dass dieses kleine Bächlein unten an der Küste ein Problem ist. Ich komme nämlich nicht rüber. Das heißt, ich werde mich jetzt hier so ein bisschen durchkämpfen, um dann zu sehen, ob ich wieder auf den normalen Weg zurückkomme oder ob ich irgendwann auf die Straße gehe und ein Stück Straße laufen muss. Ja, wie gesagt, jetzt hier einmal rüber. Ist ein bisschen eingetieft, aber das klappt schon. Aber immerhin, ich habe den Weg bisher ganz für mich allein. Ich bin mal wieder hinunter ans Wasser gestiegen. Aber auch hier werde ich jetzt versuchen, oberhalb weiter zu laufen. Es geht in einen kleinen Küstenwald. Und danach trennt sich der Weg erstmal von der Küstenlinie, sodass ich dann wahrscheinlich auf den ursprünglichen Weg werde laufen können. Der Weg durch den Wald ist leider auch keine so richtige Empfehlung. Es ist teilweise sehr dicht gewachsen und hat Brombeeren. Und ich muss mal schauen, ob ich hier überhaupt durchkomme. Ich habe den Wald jetzt hinter mir gelassen und bin nochmal an den Fjord runtergelaufen. An dieser Stelle verlässt der Wanderweg den Fjord erstmal wieder und läuft ein bisschen mehr über Land. Das kommt mir ja vielleicht ganz gelegen. Da muss ich nicht mehr irgendwo Wege suchen, sondern kann mal den Wanderweg, wie es sich gehört, folgen. Jetzt gibt es auch wieder Wegweiser für mich. Der Weg geht jetzt weiter auf geschichtsträchtigen Grund. Im Deutsch-Dänischen Krieg zogen sich die Dänen, nachdem sie die Düppeler Schanzen aufgeben mussten, weil die Preußen diese erstürmt haben, nach Aals zurück. Und die Preußen wollten daraufhin Aals einnehmen und starteten ihren Angriff auf Aals in der Nacht zum 29. Juni. Und dieser Angriff auf Aals geschah von hier aus und angegriffen wurde Ahnkel, was eben hier über den Aalsund hinweg zu sehen ist.
Hier ein weiteres Zeugnis aus der Kriegszeit zwischen Dänemark und den Preußen. Beim Übergang starben natürlich auch ein paar preußische Soldaten. Und hier sind 5 preußische Soldaten begraben. Das heißt, wir haben hier ein kleines Grab, das immer noch gepflegt und erhalten wird. Im nahegelegenen Nüdermoose wurde ein Boot gefunden. Genau genommen gibt es auch eine Komplettrekonstruktion. Wir haben hier nur einen Teil. Die Komplettrekonstruktion liegt im Sommer im Wasser und wird dann im Winter eingeholt und eingelagert. Hier ist eine weitere Stelle, wo die Preußen ihre Boote zu Wasser gelassen haben. Da drüben ist die Insel Aals, das Ziel des Angriffes. Neben der Rampe für die preußischen Schiffe gibt es hier eine weitere Kanonenstellung. Ich hoffe, man kann sie erkennen. Also eine quadratische Eintiefung mit einem kleinen Wall drumherum.
Der Weg verläuft auf den Damm eines Mühlensees und hier ist die entsprechende ehemalige Wassermühle dazu, die Sandberg Wassermühle. Aals bekommt noch die letzten Sonnenstrahlen ab und ich bin fast in Sonderburg. Und damit wäre die Runde dann auch bald beendet. Ein paar letzte Sonnenstrahlen für mich. Und die große Brücke über den Sund. Das ist die kleine Brücke über den Aalssund in Sonderburg. Und das ist eben genau die Brücke, über die der Gendarmensteg verläuft. Das heißt, hier schließt sich die Aalsrunde und auch der Aalssundstien endet hier. Noch ein kleines Fazit. Insgesamt war der Aalssundstien heute sehr schön. Ich hatte ein bisschen Pech, dass das Wasser so hoch stand, wobei ich mir gar nicht sicher bin, ob das Wasser jetzt nur heute so hoch steht oder ob der Weg relativ häufig nicht passierbar ist. Ich habe nochmal auf die Karte geschaut. Die Alternativroute, die dort vorgeschlagen wird, verläuft leider auf einer zweispurigen Straße. Die ist mir eigentlich ehrlich gesagt zum Wandern zu breit. Von daher finde ich das Wegstück ein bisschen kritisch. Aber ansonsten war es wirklich wunderschön. Das Fahrrad ist jetzt wieder im Auto eingeladen. Hier sehen wir nochmal die Fähre, an der ich mein Fahrrad quasi geparkt hatte. Sie fährt gerade wieder nach Aals hinüber. Und was ich jetzt auch noch Spannendes festgestellt habe, mal sehen, ob man es sehen kann. Ich habe heute Morgen das kleine Leuchtfeuer gefilmt. Ich habe ja gedacht, dass das gar nicht mehr aktiv ist, aber eindeutig, es blinkt.